Hallo, schöne Grüße aus Yogyakarta, Indonesien. Ich bin Renot und herzlich willkommen zu meinem Reisevlog. So, heute besuche ich das Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo ist ein großes japanisches Kulturmuseum hier in Yogyakarta. In dem Museum gibt es umfassende Sammlungen von Wayangkuben, japanischen Waffen, japanischen Masken und auch japanischer Kleidung wie zum Beispiel Batik. Das Museum liegt ganz in der Nähe von Titik 0 oder 0 Kilometer. Zu Fuß braucht man ca. 5 Minuten. Aber heute bin ich mit Beca gefahren, um schneller anzukommen. So, haben Sie Lust auf den heutigen Museumsbesuch? Wenn ja, kommen Sie einfach mit. Das Sonobudai Museum ist eines der Touristenziele in Yogyakarta, das von einheimischen und ausländischen Touristen gern besucht wird. Das Museum befindet sich in der Nähe von Kraton Yogyakarta oder Yogyakarta Palace. Es ist ein Museum der japanischen Geschichte und Kultur, das eine Sammlung von verschiedenen Sachen beherbergt wie Wayangpuppen, traditionellen Waffen, Masken und Kleidung, und es gilt als das vollständigste Museum nach dem Nationalmuseum der Republik Indonesien in Jakarta. Das Museum besteht aus dem alten Gebäude und dem neuen Gebäude. Das Gebäude hat die Form von einem traditionellen japanischen Haus mit der Architektur der Moschee des Cirebon-Palastes, das von einem niederländischen Architekten namens Thomas Cassett entworfen wurde. An der Außenseite des Pavillons, an der Ost- und Westseite, sind zwei Kanonen zu sehen. Es gibt auch Statuen und Reliefs, die mit Hinduismus und Buddhismus verbunden sind. Im Inneren des Pavillons werden Besucher mit einer Sammlung von Gamelan-Musikinstrumenten begrüßt, die ein Geschenk von Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Waren. Gamelan hat weichen Rhythmus und wird in der Regel verwendet, um Puppen und japanische Tanzaufführungen zu begleiten. Das Sonobudai Museum wird von dem Kulturbüro der Provinz Yogyakarta gemanagt, das die Aufgabe hat, Museumsobjekte von wissenschaftlich-kulturellem Wert zu verwalten. Zu seinen Aufgaben gehören das Sammeln, Pflegen, Bewahren, Forschen und Beraten im Rahmen der kulturellen Bildungsberatung sowie das Präsentieren von Sammlungen des Sonobudai Museums.
In diesem Raum befinden sich verschiedene Artefakte aus Bali und wenn man den Raum verlässt, begegnet man einem balinesischen Tempel, der Candi Bentar heißt. Hier spürt man eine ganz ruhige, entspannte Stimmung, als ob man in Bali wäre. Die Existenz des Sonobudaya-Museums ist eng mit der Institution in der Kolonialzeit verbunden, nämlich dem Java-Institut, das im Jahre 1919 gegründet wurde und das sich mit der Kultur von Java, Madura, Bali und Lombok befasst. 1924 veranstaltete das Java-Institut einen Kongress in Surakarta, um ein Museum mit Sammlungen aus den Regionen Java, Madura, Bali und Lombok zu gründen. Am 6. November 1935 wurde das Sonobudaya-Museum eingeweiht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Wort Sono bedeutet auf Javanisch Ort und das Wort Budoyo bedeutet Kultur. Sonobudaya wurde 1945 Opfer des holländischen Angriffs auf Yogyakarta und wurde damals sogar zerstört. 1974 wurde das Museum renoviert und seine Verwaltung an die indonesische Zentralregierung unter dem Ministerium für Bildung und Kultur übergeben, nachdem es vorher von der Lokalregierung von Yogyakarta verwaltet wurde.
Ein Museum, das eine vollständige Sammlung von Masken hat, ist das Sonobudoyo Museum. Topeng oder Maske kommt von dem Wort bedecken, also in diesem Sinne das Gesicht mit einer Maske bedecken. Man benutzt sie nicht nur in traditionellen Aufführungen, sondern auch in traditionellen Zeremonien. Masken haben in der Regel die Funktion, Götter zu verehren und Menschencharakter zu repräsentieren. Es gibt verschiedene Formen von Masken, einige repräsentieren wütende oder böse Charakter, einige gute oder weise Charakter. Hier sehen wir nochmal Gamelan. Das Wort Gamelan selbst stammt aus der japanischen Sprache Gamel, was schlagen bedeutet, da die Instrumente mit einer Art von Hammer geschlagen werden. Gamelan hat eine lange Geschichte. Viele glauben, dass die Japaner von dem Hindu-Einfluss besondere Fähigkeiten kannten. Darunter sind die Fähigkeit, Wayangpuppen herzustellen und zu spielen und dazu Gamelan zu spielen, um die Wayangpuppen-Aufführungen zu begleiten. Das Sonobudoyo Museum verfügt auch über die vollständigste Sammlung von traditionellen Waffen, darunter sind Keris. Es befinden sich mindestens 1200 Keris aus verschiedenen Teilen Indonesiens. Die Keris haben verschiedene Formen und Arten, die aus Java, Aceh, Kalimantan und auch aus Madura, Bali und Sulawesi stammen.
Am Abend können Besucher Wayang-Puppenspiel, Menschenpuppenaufführungen und Maskenaufführungen in ihrer ursprünglichen Form, also in japanischer Sprache sehen, die mit Gamelan-Musik begleitet sind. Die Aufführungen finden von 20 Uhr bis 21:15 Uhr in der Osthalle des Museums statt und das Ticket kann erst ab 19 Uhr gekauft werden. Heute Abend habe ich die Gelegenheit, die Panji-Maskenpuppen-Aufführung zu sehen. Da geht es um eine Liebesgeschichte in der Majapahit-Ära. Diese Aufführung ist eine Kombination von verschiedenen Kunstarten, nämlich von Tanz, Musik, Schauspiel bis hin zur Literatur. Boleh antar, Mbak? Dari Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta, pertunjukan topeng Panji Museum Sono Budoyo mengucapkan Selamat Hari Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ke-269. Dirgahayu. Demikian pertunjukan wayang pemain Panji pada malam hari ini telah selesai dan berikut adalah para penari dari Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Nach gut einer Stunde ist die Aufführung zu Ende gekommen. Die Besucher haben nun die Chance, mit den Schauspielern Fotos zu machen, bevor sie die Halle verlassen. Und das bedeutet auch, dass mein Besuch in diesem tollen Museum endet. Fazit: Es lohnt sich sehr, das Sonobuddhi Museum zu besuchen. Man kann sagen, hier findet man einfach alles, sogar mehr als erwartet. Das Besondere ist, dass man sich am Ende des Museumsbesuchs mit einer typisch japanischen Aufführung unterhalten lassen kann. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Auf Wiedersehen!